Draußen wird es immer wärmer, doch der Beta-Server von Forge of Empires bereitet sich bereits auf bunte Blätter vor. Das Herbst-Event ist vor wenigen Tagen in die Testphase gegangen und bietet bei der altbekannten Mechanik einige neue Preise. Eine bunte Vielfalt an Spielen und Programmen gibt es übrigens auch bei dem Sponsor dieses Videos, dem Android-Emulator BlueStacks, doch dazu mehr am Ende des Videos. Während des diesjährigen Herbst-Events könnt ihr in der 75 Quests umfassenden Questreihe beim täglichen Einloggen, den täglichen Herausforderungen und in Ereignissen rund um eure Stadt wieder Zutaten für eure persönliche Bäckerei sammeln. Von den 75 Quests sind 54 direkt freigeschaltet und die restlichen kommen in den 21 Tagen des Events täglich dazu. Während dieser Zeit könnt ihr dann wieder euren Quirre schwingen und aus 1 bis 3 vorher gesammelten Zutaten verschiedene Leckereien zaubern. Was erstmal so aussieht, als ob es nur am Ofen inkompetenten Leuten wie mir auch mal ein Erfolgserlebnis in der Küche geben soll, hat tatsächlich den tieferen Sinn, euch bei jedem Backen die Chance auf den aktuellen Tagespreis zu geben. Umso mehr Zutaten ihr dafür verwendet, umso höher ist dabei die Chance. Das bedeutet jedoch nicht, dass ihr automatisch mehr Tagespreise bekommt, wenn ihr immer den größten Kuchen backt. Da es für alle Größen unterschiedliche Rezepte mit unterschiedlichen Chancen auf den Tagespreis bei gleicher Zutatenanzahl gibt, variiert durchaus mal die effizienteste Kuchengröße in Bezug auf Zutaten pro Tagespreis. Die größten Kuchen variieren beispielsweise zwischen 10% und 15%, die mittleren zwischen 8% und 14% und die kleinsten zwischen 6% und 10%. Daraus ergibt sich diese Reihenfolge für die effizientesten Gebäcke pro Tagespreis. Diese Liste habe ich euch als Bild, auch zum Download, und als Text zum Kopieren für eure Gildenchats auch auf meine Webseite unter zocket.tv/herbst20 gepackt. Die Variante als Text steht natürlich auch unten in den Kommentaren im ersten angepinnten Kommentar. Natürlich gibt es neben den Tagespreisen auch wieder Hauptpreise, die ihr erhaltet, wenn ihr einen ganzen Tisch mit Gebäcken gefüllt habt. Das entspricht 20 Sternen. Und ein Stern entspricht wiederum einer beliebigen Zutat, was bedeutet, dass es in diesem Event vollkommen irrelevant für die Anzahl der Hauptpreise ist, was ihr backt. Das wird einzig und allein darüber bestimmt, wie viele Zutaten ihr insgesamt über das ganze Event einsetzt und somit überhaupt erstmal vorher bekommt. Ursprünglich wollte ich euch an dieser Stelle nun vorrechnen, wo ihr wie viele Zutaten bekommt und wie viele ihr braucht, um das Hauptgebäude voll auszubauen. Allerdings habe ich festgestellt, dass das Video einfach nur unnötig streckt, denn es gilt wie beinahe immer, das Event ist super gebalanced. Ihr erhaltet durch die Startbeträge, Quests, täglichen Herausforderungen, Quest-Meilensteine und Login-Belohnung fast genug Zutaten, um das Hauptgebäude, auf welches ich gleich eingehe, voll auszubauen. Wie bei allen anderen Events auch, wird euch rechnerisch wieder eine kleine Anzahl Zutaten für das letzte Kit fehlen und es wird durchaus auch wieder einige wenige Spieler geben, die diese Lücke durch Ereignisse leider nicht ausgeglichen bekommen. Da ist dann halt doch ein kleiner Glücksfaktor drin. Deswegen kann man hier nur den Tipp geben, unbedingt zu versuchen, die täglichen Herausforderungen immer zu schaffen. Dadurch haltet ihr diese Lücke so klein wie möglich und steigert die Chance, easy genug Zutaten durch Ereignisse zu bekommen. Doch jetzt zum neuen Hauptgebäude. Das wird die Farm sein. Diese besteht aus einem Hauptgebäude, der Erntescheune und 6 Feldern. Natürlich sind die Namen hier wieder durch mich ins Deutsche übersetzt und spiegeln noch nicht den späteren Live-Stand wider. Genau wie alle anderen Informationen in diesem Video, die jetzt noch jederzeit geändert werden können. Die Scheune ist 4×3 Felder groß, hat 4 Stufen und bietet voll ausgebaut und an alle 6 unterschiedlichen Felder angebunden alleine Münzen, Vorräte, Zufriedenheit, Medaillen, Bevölkerung, ganze 12 Forge-Punkte und 35 Güter. Die Grundfläche ist hier natürlich etwas irreführend, da die Scheune ja eben nicht auf dieser Fläche diese Werte hat, sondern alle Felder rundherum benötigt, was das Gebäude auf mindestens 42 Felder bringt. Die empfohlene quadratische Anordnung nimmt dabei 7×6 Felder ein. Beachtet werden muss auch, dass sowohl das Sonnenblumenfeld als auch die Nachtkerzenblüte eine Straßenanbindung brauchen, was die Fläche eigentlich sogar nochmal minimal steigert. Aber die Felder haben natürlich noch eigene Effekte, die jeweils unterschiedliche Mengen angebundener Gebäude desselben Sets erfordern. Um das Ganze etwas einfacher zu halten und euch etwas Puzzlespaß und Rätselfreude zu lassen, gehe ich ausschließlich von der Standardanordnung aus. Andere Möglichkeiten wurden bereits im Forum besprochen, welches ich euch unten verlinke. Das Sonnenblumenfeld bringt zusätzlich Zufriedenheit, Bevölkerung, Münzen, Vorräte und 3 Forge-Punkte. Das Weizenfeld Zufriedenheit, 10% Münzboost und 12% Angriff für die angreifende Armee.
Die Begonibank bringt Medaillen und 5 Forge-Punkte. Die Herbstvogelscheuche Medaillen und 15 Güter. Der Ockerhof Zufriedenheit 12% Vorratsboost und 8% Verteidigung für die angreifende Armee. Und die Nachtkerzenblüte bringt Zufriedenheit, 6% Verteidigung für die verteidigende Armee und 10% Angriff für die verteidigende Armee. Insgesamt gibt es also 20 Forge-Punkte, 50 Güter und die bereits genannten Boosts. Das Grundgebäude sowie ein Upgrade-Kit für die Scheune erhaltet ihr während der Questline. Hierfür braucht ihr also nur noch 2 weitere Auswahlkits, um die Scheune weiter ausbauen zu können. Aber die beiden Auswahlkits, die ihr während der Questline noch bekommt, sind Feldauswahlkits. Dort könnt ihr euch also nur zwischen den Feldern entscheiden. Es gibt noch ein anderes Auswahlkit, wo neben den Feldern auch das Grundgebäude der Scheune und ein Upgrade-Kit für dieses zur Verfügung steht. Nach aktuellen Äußerungen im Forum gibt es dieses als 5., 11. und 17. Hauptpreis und fortlaufend dann eben wahrscheinlich auch weiterhin an jeder 6. Stelle. Außerdem erhalten ab der Bronzeliga alle Spieler ein solches als Ligenbelohnung. Dort steigt ihr übrigens einfach auf, indem ihr Sterne sammelt. Zwischen den eben genannten Hauptpreisen tauchen dann regelmäßig Feldauswahlkits auf, von denen ihr 2 bereits wie gesagt als Meilensteine während der Questline bekommt und offenbar auch als jeden 2. Hauptpreis. Als Tagespreise gibt es übrigens auch wieder die Hauptgewinne der letzten Jahre zu gewinnen, also die Apfelmühle, die Herbstmühle und die Septemberhütte. Und als kleinen Obolus kriegt ihr dann für das Abschließen der Questreihe noch 2 neue Avatare und einen weiteren Avatar gibt es exklusiv beim Abschließen in der Goldliga. Das war es soweit zum Event in Forge of Empires. Jetzt möchte ich mich noch kurz beim Sponsor dieses Videos bedanken, BlueStacks, die mich gefragt haben, ob ich nicht kurz einen Titel vorstellen möchte, den man auf ihrem Android-Emulator spielen kann. Dabei geht es um Rise of Kingdoms Lost Crusade. Ein Spiel, was ausschließlich für mobile Geräte, also iOS und Android verfügbar ist und leider keine Browser-Version besitzt. Doch wenn man eh schon zu Hause vor dem PC hängt, dann kann man doch auch den großen Bildschirm nutzen und das ermöglicht eben BlueStacks, die das Android-Erlebnis auch auf den PC bringen. Packt also euer Smartphone einen Moment zur Seite und öffnet die App, nachdem ihr euch mit eurem Google Play Konto angemeldet habt, einfach in BlueStacks. Hier könnt ihr dann eure Stadt verwalten, beispielsweise neue Gebäude bauen, die eure Lager füllen, Einheiten rekrutieren, um anschließend die Barbaren aus eurer Nachbarschaft zu vertreiben oder euch unsägliche Nachbarn vom Hals zu halten, neue Ländereien erkunden oder einem Bündnis beitreten, wo ihr mit anderen Spielern zusammen in die Schlacht ziehen oder euch unterstützen könnt. Außerdem könnt ihr alleine oder zusammen mit anderen Spielern strategische Ziele wie Ressourcendepots besetzen, die euch einen entscheidenden Vorteil gegenüber euren Gegnern geben werden. Direkt zu Beginn des Spiels könnt ihr euch schon für eine Nation entscheiden, mit der ihr starten wollt. Und für die bevorstehenden Schlachten werden sich mit der Zeit Kommandanten aus den unterschiedlichsten Ländern der Erde eurer Armee anschließen und ihr könnt sie ausbilden und ihre Fähigkeiten verbessern. Es gibt auch eine offene Map, wo ihr alle Barbaren, Ressourcendepots und Spieler in eurer Umgebung sehen und auf Wunsch natürlich auch angreifen könnt. Verschiedene Questreihen und regelmäßige Events sorgen dann natürlich dafür, dass ihr euch nicht so schnell langweilt. Ein Link, wo ihr BlueStacks und dann auch Rise of Kingdoms runterladen könnt, findet ihr natürlich ganz oben in der Videobeschreibung. Dann hoffe ich, das Video hat euch erstmal wieder gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, ciao.